Vielen, vielen, vielen lieben Dank für Kommen, die glücklich beschenkt erwischt hat. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Dude des gepflegten Twitch-Chats. So, was auf dich, Hyperusen? Ich hebe mein Glas auf dich. Es ist bloß leider sehr voll geworden. Eine Bro. Vielen Dank, Hyperusen. As T1 will have two of those major tools here for the dive. Yeah, not going to be able to pair it with a Nico, for example, but Genji really are just going into the T1 playbook for this one if the Xayah is going to be locked. Are we just going to lock at least in? I think it could be just Xayah Rakan. You may as well do it. And then save Doran and Peanuts picks for the second round of the draft. I think that's exactly what they're going to do, Atlas. It's just an easy call to put Delight on this pick again. Could be relatively dangerous to pick it this early, though, when you think about the Rel pick that's still available, of course. So, on second thought, maybe it could be risky. They're going to opt into it anyways here because of that pre-baked synergy, and they'll put Poby Azir here in mid into the Ich glaube, ich habe jetzt die DLCs gerade installiert. Not sure. Wir lernen die Electrics Gaming. Vielen Dank. Willkommen. Dankeschön. Einfach den Draft klauen, 200 IQ, ja, oder? Mega smart. Und die Vi draften, noch eine, wenn du kannst, Nico mitnehmen, die hast du leider selbst gebannt. Was wird Pobi spielen? Wird es der Azir? Es ist der Azir. Aber ja, die Vi Drafts mit Kai'Sa gefallen mir meistens sehr gut. Du hast sehr viel Poke-Feuer und wenn Vi in die Backline reinholt, kann die Kai'Sa direkt oben drauf ulten. Das ist auch sehr, sehr nice. Guten Morgen, Shinigeki Germany. Willkommen zu Genji gegen T1. Leider ist hier eine Abschlachtung auf der Kluft in Game 1 vorgefunden worden. Game 2 hoffentlich anders. Bester Kasse der Welt, der Electrics Gaming. Aber vielen Dank an dich, Pandex, für die fette Donation und auch nochmal einen Schluck Wasser auf Hyperusen. Danke euch. Ich sage, T1 verliert das Game auch. Ja, wow, was eine Prediction, Bro. Wow. Das ungeschlagene Genji gegen ein T1 ohne Faker, ohne Bengi. Wow. Zeus einloggen, den Gangplank. Einloggen, den Gangplank. Er wird Gragas picken, die Gragas ist gebannt. Ja? Zeus hat Confidence und macht die Crits. Wer weiß, Gameplay auch nicht so geil gegen Jax, aber Gameplay war früher sehr geil gegen Jax, hat sich ein bisschen geändert, die Dynamik des Matchups. Und dann die Kupfriger Schleim. Danke auch an Orange Stuff. Vielen Dank. Willkommen, Chat. Denkst du, Faker wird gestärkt zurückkommen? Das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Weil er ist jetzt ja nicht gerade am krassen Bootcampen und am Üben, sondern er ist ja am Ausruhen, also. Boah, er hatte dann auch leider nicht so viel League gespielt, weißt du? Aber manchmal tut eine Pause von League of Legends sehr, sehr gut. Und da macht das Game mehr Spaß und du siehst es vielleicht aus einer anderen Blickwinkel und so. Even though T1 has been fantastic as an organization across this year, compositions just as this. As Faker is the face of Azir that fans around the world know. You know, you feel good about it in terms of what the rest of the team should be able to do if they just played like he was there, if the captain was actually driving this ship. But we know it's not, and so these four other players know how to play this composition. Can they tell Poby what to do? Can the roles be reversed? That's the question they're going to have to answer if they want to bring this to 3, because you look at Genji's composition and once ist das Minecraft? Das ist Minecraft, die GHG Games. Nee, warte, die KHG Games. Die Korean Hunger Games. Ja. Die werden gleich ihre Blöcke abbauen, dann gibt es da Diamanten und dann schlägt man sich gegenseitig aufs Fressbrett. Aber wenn du goldene Schuhe hast, dann greift dich erstmal niemand an. Musst du aber aufpassen, dass du nicht aus Versehen dem Asir in die Augen guckst, sonst tötet er dich. Kannst ja aber mit so einem Boot ihn festhalten, wenn du so ein Boot dabei hast. Er hat doch Angst vor Wasser, der Asir. Boah, ist er laut. T1 fans, they heard the Genji chant be so loud in the first game, and they took revenge here in the second one. Yeah, I mean, Atlas and I were talking about it during the break, but it is actually insane, the fan cheers here for Genji. I think there's a lot of confidence going into this series, but also just Genji has become an org that could go for the three-peat, right? This is something that we've talked about in the past with Genji with regular season, but they choke in playoffs. They have been notorious for leading us to believe that they are the best team in the LCK, but then have these massive dips. But
it's just been nothing but consistency over the last 3 seasons from this roster now that the fans are just also showing up and supporting them, and they're becoming such a big, or they've always been, right? Even since the Samsung days, but it's really starting to come to a head now as it feels like almost Gen.G has become the face of the LCK more than T1. It's crazy to say that, but there's a weird transition going on, you're right. And I think that Gen.G were always the team that weren't the fan favorites, but they were often the best team. And it's a difficult thing to deal with as the team of Gen.G as well. But now Würde ich zustimmen, auf jeden Fall. Also, das haben wir aber auch gesehen. Ich würde nicht unbedingt sagen, also klar, Fan-Favorite hat der T1 einfach eine Menge Fans. Und ich bin einer davon. Aber ich appreciate immer gutes League of Legends. Und das hat Gen.G halt oftmals immer besser gemacht, das muss man halt einfach so sagen. Haben wir letztes Mal im Spring Split Final ja auch gesehen und so kommentiert. Und natürlich, das Team ist auch sympathisch, also gerade mit so jemandem wie Pace, der frisch dazukommt, 17 Jahre jung ist und einfach alles dominiert. Chovy, die Church of Chovy ist ja auch ein krasses altes Meme. Sinan ist unglaublich sympathisch, so oder so. Der Einzige, der für mich irgendwie so ein bisschen gesichtslos ist, halt Doran. So ein bisschen hinter Mist, aber ja. Ja, die ist einfach stark, muss man sagen. Ults everyone who goes in, and then you re-engage with the recon. You set up those charms, so it's so complicated to play what T1 is playing. Now I think it's a fantastic draft, and you know we've seen T1 run this exact comp before with Faker on the Azir, and you could trust like what he can do in a side lane and the amount of pressure they can put on the map, deal with this Jax. But I don't know if it's going to come to fruition here. But I think it's the greatest test of the 4 drafts we've seen from T1 so far. This is by far the hardest to win with. And, I mean, they are really ich weiß, Rex, wir haben schon viel drüber geredet. Oder halt, ja, ich weiß. Last time we saw Zeus on this Nara, I believe, was in the Nongshim series. Ich bin seit Jahren ein Peanut-Fanboy. Der Peanut ist mega lustig, einfach als Mensch, und er ist auch sehr, sehr stark als Spieler. Okay. Honestly, das gewinnt die Vino. Und wenn sie keinen Rap-Buff hat. Also, einfach Early Game Kha'Zix. Das ist nicht so OP. Rap-Buff hin oder her. Stark von Peanut, ja, stark von Owner. Chovy muss hier flashen, oder? Okay. Guter Flash von Owner. Gib Pobi First Blood, sage ich. Pobi ist Level 2. Okay, nimm selbst First Blood. Oh, Bob. Nice. Da hat auch gerade einfach Chovy gedacht, Owner würde Rap-Buff machen, nachdem er Peanut getradet hat. Aber nein. Owner nutzt dieses offene Zeitfenster und geht bitte seine Faust in die Fresse des kleinen Mädchens schlagen und das kleine Mädchen stirbt. Ohne Zähne. Aber ich meine, egal, sind der Milchzähne wächst ja nach oder so, ne? Sehr stark von Owner. Wichtiges First Blood. Dann haben wir jetzt in den ersten 3 Minuten genauso viele Kills wie letztes Game komplett. Heißt, jetzt müssen wir noch einen Kill mehr machen, wir haben unsere Kills schon verdoppelt im Vergleich zum letzten Game. And of course, I think Peanut just assumed that Owner would head over to his red buff, which is still up and available. But they did have a ward down. And Owner didn't actually start it up. We're going to see it once again. Jetzt muss aber aufpassen. Er hat Kopf jetzt Warmer. Dafür ist er ein Level behind. Ja, sollte Peanut gewinnen. Er sollte Owner gewinnen, wenn er fighten darf. Aber er muss aufpassen. Good vision here available as well, as Owner will be able to secure his red buff. Peanut still looking for a little bit more, but only will find a Q. Schöne Grüße an den Mann auf dem zweiten Monitor. Der bin ich, Mate. Grüße an dich zurück. Der Mann des zweiten Monitors meldet sich zur Anwesenheitspflicht. Okay. Das gewinnt Owner. Der hat Corpus und ist gleich nicht mehr isoliert mit Minions. Guter Damage Trade. John überlegt, ob er flashen möchte. Guter Damage auch von Zeus. Ich werde jetzt die Crux nehmen. Owner hat hier sehr gutes Early Game gespielt, trotz all der Pressure von Peanut. Er hat auch 2 Lanes, die reingewischt werden, Mid und Top Lane. Aber er hat sich selbst eine Priorität-Lane zurückgeholt, indem er halt Mitte gekillt hat. Sehr stark von Owner. T1 have some fight in him. And Peanut, he just knows I can contest this red buff because Chovy teleports back to lane. He's got an advantage there. We have Cryo in top and mid, so against Owner, he's a level down. If I steal the smite, he won't hit level 4. I could push the envelope even further. Nein, ich bin's Tim und Marlon, willkommen. Dankeschön. It doesn't end up working out. They don't end up getting the kill. But this has been Peanut's MO for the last few series. Zeus oder Zeus oder Zeus. Die koreanischen Caster sagen immer Zeus, deswegen sage ich einfach auch Zeus. Once again, Chovy just a bit too far up in this lane. Poby will just ja, weil das Poby Level 2 ist, ne? Owner Level 4, Poby Level 4. Aber Owner hat den Damage und die Mobilität, die wir brauchen für First Blood. Nice.
The top side of the map, though, could have backfired in a big way for Gen.G. T1. Ja, vor allem beim Draft kurz weg, wie würde das Top-Lane-Matchup laufen? Top-Lane-Matchup ist Winning für Jax im Early Game, dann ab Tabi ist Winning für Nar, beziehungsweise auf einem Item und dann wieder Sidelane ist Skill-Based. Hängt ein bisschen auch vom Item-Build ab, ob so nach Hullbreaker und Co. geht. Aber Jax ist normalerweise der bessere Split-Pusher, wenn er dafür committet. Und Jax ist auch der bessere Teamfighter, wenn er dafür committet. Jax ist der bessere Champion aktuell. Committed im Sinne von Item-Build, ne? Er hat halt sowohl gut Teamfighten mit halt so Spear of Trojan, der Cleaver, als auch Sidelane-Spiel mit Hullbreaker und Co. Als Jax kannst du auch Teamfighten später mit 4. bis 5. Item Sonjas. Na, ist da ein bisschen... Okay, ja, mehr. Auch Owen ist gerade sehr gut in CS dabei. Kann jetzt gleich den Move-Off machen und er ist fein. Peanut könnte ihm wieder invaden gehen. Peanut gonna have to come down, I think. Try and sort that one out at least, or maybe go for some sort of attempted gank. Does look like Guma just cleared it up. Now going to get themselves out. Wurde für Strike genervt, warum plötzlich Area of Annie? Area of Annie wurde schon davor viel gespielt. Das hängt vor allem von den Matchups ab, weißt du. Davor hast du halt sehr viel Annie gegen Ari und Lissandra und so gesehen. Und da war für Strike mega nice für Priorität und Gold, aber mittlerweile spielst du gegen mehr Range-Champions. Gerade Azir kann er wirklich seine Soldaten für sie arbeiten lassen und da ist mehr Poke zu haben sehr angenehm. Gerade weil Annie in dem Matchup Early Game Landing Phase gewinnen muss. Was auch Chovy getan hat bisher. Trotz seines Deaths hat er dann CS nach vorne gespielt und gepressured, aber ja. Macht hier gerade auch Doran sehr gut Toplane. Immer wieder harassen und noch im Early Game halt die nicht vorhandene Reichweite beinahe ausnutzen. Er ist Ionens gerusht für mehr Dashes. Alles was er tut ist gerade sehr stark. Und das ist schlecht für Owner hier. Nice. Schön von Owner. Owner hier sehr clean unterwegs. Die Krabbe bekommen. Den Trade ist auch noch fein für ihn. Er soll jetzt nicht ulten bitte. Einfach rausgehen. Oh, Pobi. Ja, die wollten irgendwie Topstack contesten. Versuchen Owner mit der Krabbe zu helfen, weil Owner ist halt Level 6, ich verstehe es schon. Du würdest halt schon super gerne den Herald contesten, wenn dein Jungler so viel Level 6 ist, dass er halt kann. Aber du hast halt keine Priorität Mitte, keine Priorität Toplane und Owner macht hier schon einen guten Job. Ehrlich gesagt, die Krabbe bekommen, den Jax gut gecountert und dann rausgelaufen. Leider Pobi. Tot an Tibbers. Guter Costa-Play, wenn sie den Drachen kriegen sollten. Ist nicht der leichteste Drache, aber Chovy hat KTP und er geht gerade Base, also sollte fein sein. Jetzt Level 6 bei Kha'Zix auch erreicht. Und ja, Drake für Herald. Und das will ich ziemlich worth für Gen.G. Aber auch worth für unsere Jungs, immerhin besser als aber nichts zu machen, während er gegen Herald nimmt. I think it is the most impressive steal that I've ever seen. A Gleaming Quill Baron steal. That is the best one. I think there was a Death Sentence steal on a Drake as well. Which is when you weren't maxing Q on Thresh. So that was a pretty cool one. Chovy has stun, and Pobi has put himself in this river in a position where if the Kha'Zix is in the jungle, or even if Doran flashes for a leap strike there, he's in no man's land. He just cannot be there. But er wollte einfach Pobi baiten, er dachte, er ist safe mit Keria, aber er sieht einfach, dass er nicht so erfahren ist als Spieler. Weil obviously Herald spawnt und der Jax contestet die Krabbe. Ja, well, sowohl Jax ist im River als auch Kha'Zix. Das darfst du so nicht stehen als Azir. Oh ja, das ist komplett, I mean, ist einfach ein junger Spieler. Solche Fehler sind halt, passiert halt, ne? Solche Fehler sind komplett fein am Anfang der Karriere. Es ist halt bloß bitter, dass er jetzt ins kalte Wasser geworfen wird und fucking Faker setzen muss. Stark hier. Peanut komplett am Griefen, dachte er, darf Wrap Up and Dane jumpt über die Wand und geht dafür. Aber Jokes on him, Keria und Owner sind da und damit der zweite Kill für unsere Jungs. Der zweite Kill für Owner. Wichtig und richtig. Damit haben wir jetzt schon die Kills des ersten Games verdoppelt. Not bad. Und das innerhalb der ersten 10 Minuten. Stark. Gold ist dead even. Das heißt, man ist leicht vorne bei Gen.G, denn sie werden Herald später beschwören, dafür halt Gold kriegen. Aber ja, Game 1 Stomp wird nicht möglich sein. Wir haben schon einen Drachen. Und wir haben jetzt auch schon 2 Kills. It's fine. Peanut is a large reason why Gen.G's composition snowballs effectively. Kha'Zix, when he gets ahead, is a menace to deal with. Kha'Zix from behind is just a bug that you squish. You're not really too worried about it. He's never going to be building tanky, and so will therefore just be free food. And gets towards the brush, and then is in CC hell forever. In Peanut's defense, of course, Keria is missing, but he could be anywhere, right? And
they don't know he's going to be on this red buff, and I think that this is just great prediction from T1. Peanut's going to make Toller Mega-Timer von Zeus. Zeus does have his Narbar. Toller Mega-Timer. Oh, du musst nur noch Mega wer? Er kann doch da sofort B drücken. Okay, schade, Mann. Er hat actually richtig gut getimt für den Dive. Er wurde double angeflasht und wenn er dann noch Mega wird, kann er Zeit storen, aber wahrscheinlich sei er so oder so tot. Aber Mega gibt schon sehr viel Leben und Resistenzen. Wenn Azir dazu kommt und reinschaffelt, kann man da durchaus einen Double-Kill für 1 traden halt. Schade. Und dann noch Mitte Herald Spawn, stark von Genji. Sehr schön gemacht. Toplane gedived auf dem Slowpush. Toplane 2 oder Platten kassiert, Mitte jetzt 2 Platten kassiert. Sehr starke Rotation. Sehr gut gepunished, Webplat an Genji. Das wirft sie sehr weit nach vorne, obviously. 350 Gold Toplane an Platten, 350 Gold Mitte an Platten und 300 Gold Toplane an Kill. 450 Gold, Entschuldigung. Wegen des Assists. Also ja, gerade eine fette Goldspritze Richtung Genji. Wie angesprochen mit dem Herald sind sie quasi okay. Vorne. Chovy ist hier tot an Mr. Pobys Shuffle. Poby. Und ganz wie Faker spielt er auch kein Asir-Skin. Macher. Schön, Poby. Empress Divide und damit dein erster Kill am heutigen Tage. Let's go. Let's go, let's go. Wo warst du im ersten Game? Genau hier. Max Friedler, wo warst du? Ich war online. Wo warst du, Max Friedler, hä? Wo warst du, ist die Frage, nicht wo war ich. Ich hab's gestreamt. Geh BOD zurück, ich hab's gestreamt, hä? Du warst nicht da. Du hast die Arbeitspflicht verpasst. Oh. Hat auch gerade die Cube über die Wand gefällt. A flash. Any sort of advantage. Yeah, a flash there, and also would have maybe been able to turn that into a kill, as you're alluding to there, but fortunately does mess it up. As Doran, man, he's just pushing these advantages. He knows that Narbar is about to expire, and he's using the minions so aggressively here. He's just standing behind them saying, Zeus, if you want to get into range of these minions, I'm going to actually look for a Counter-Strike play. I'm going to zone you out of experience. I'm going to zone you out of these last hits. And even when he's in Meganar, he knows exactly how much he could push the advantage there and is taking a 20 CS lead into a ranged Nar. Oh, wenn hier einfach Owner, wenn hier Zeus die Transformation durchkriegt. Er hat so gut getimed den Timer von Meganar. Aber hier muss er jetzt einfach W drücken, anstatt wegzurennen. W drücken auf den Jax und dann Tom Stun und dann wahrscheinlich sterben, aber Meganar macht sich halt sehr tanky. Schön, Owner, gute Runde von dir, Junge. 3-0-1, alle 4 Kills beteiligt, den ersten Drachen mitgenommen, jetzt ab vom zweiten Drachen. Er hat noch Ult ready. Schön, so wollen wir sehen. Ich meine, wir sind immer noch in Gold, ziemlich far behind für den Platten und so. Aber diese Kills brauchen wir. Diese Catches sind stark. Der Mama hat seine Fäuste auf der Frau vorbereitet hier. Wie heißt sie bei? Sehr gut von Owner. Der Mann performt. Der Mann ist online. Der Mann ist ready. Mit jetzt noch Platten für Poby. Stark. 0-3 Chovy. Wer ist dieser Versager? Poby ist der Mann. Der 17 Jahre junge Midlaner. 2006 geboren. Wollen wir uns mal vorstellen, Junge. 2006. Der ist fast volljährig. Was ist Zeit? Wie kann das schon wieder sein? Light actually, grand entrance, and T1 just gonna get out of there. They see the TP coming through. It was Doran as well. He is the very scary one, and that will mean that Peanut's able to leap over and pick this one up. And it's Earth, Wind, and Fire in order. Love to see it. So Earth, Wind, and Fire. He will sacrifice a little bit of minions for this to teleport in. But he knew that Zeus, because of that kill earlier, had to. Haben wir schon jemals bewusst so die Avatar-Elementverteilung? Wasser, Erde, Feuer, Luft. In der Reihenfolge? Geht ja gar nicht. Wir brauchen ja 4 Drachen. Gibt's ja gar nicht mehr. Der Bullshit eigentlich. Ging ja nur 3 Drachen. But he has a big enough advantage. I don't think he really cares. It's not like Zeus is going to equalize it by crashing those minions into the turret. We're going to go back to this shuffle here. And Owner does the Vault Breaker. Looks like he just wanted to save his ultimate. Potentially have the burst damage to take Chovy out, but does commit it in the end. Timing wasn't perfect, but it's good enough. And then Chovy once again overextending. Junge, Owner, der hasst einfach Chovy mit seinem gesamten Herz. Der muss ja nicht mal Ult zünden, weil er auf Keria vertraut. Keria trifft die Hook, easy. Dredger in die Fresse. Okay, keep it a basic. Thank you very much for taking care of my lane. Perfect stuff. Nice, Poby, nice. Honestly, you can see Poby is completely even. Poby ist nicht nur completely even, Poby ist auch completely chilling. Habt ihr gesehen, wie tief er an seinem Stuhl saß? Er lag so halb auf dem Tisch drauf. Er ist komplett am Chillen, Poby.
Nice, nice, nice. Game ist nicht in einem guten Spot. Ist in einem guten Spot. Dead Evening Gold, wir haben 4 Kills, wir haben einen Drachen, wir kriegen vielleicht sogar mal einen Turm diese Runde. Das wäre ja schon besser als gegen D-Rex und gegen Game 1 Genji, lol. Seitdem Faker weg ist, ist ja das Team zusammengeklappt, aber hier... Not bad, jetzt Owner, Bot dann vorbeigucken. Starke Partie bisher von ihm. Gutes Early Game. Herald aber trotzdem jetzt dafür abgegeben und dann sollte man Bot dann noch ein Play machen, Jungs. Verstehe ich nicht wirklich, warum du so spielst. Du hast die easy Mitte, ne, du machst das hier mit der Wave und dann rotierst du Guma Botlane, dann drückst du Point-Click Y-Ult auf den fucking Any-Champion drauf und dann ultet Kai'Sa rein. Easy. Aber jetzt der Timer weg. Heißt, auf der Wave hättest du diven können, aber jetzt wird Tobi die Wave ulten. Pobi ist low. Trotzdem geht man für den Dive. Pobi ist fast am Tibber schon tot. Toplane das gleiche für Zeus an 2 Champions. Ja, und Botlane Dive. Der muss jetzt wieder Owner carryen. Pobi stirbt beinahe am Tibbers. Und jetzt stirbt Owner am Tibbers. Er tötet Tibbers, gut. Owner carried hier gerade so hart T1, by the way. Owner ist am Abliefern, der Mann. Der ownt das Game. Lol. Trotzdem jetzt Owner aufgepasst. Wie spielt er das? Ich glaube, Peter hätte es relativ easy spielen können mit Flash, aber na gut. Sobald der Info an Owner gibt, ist Owner ready und dann sollte man aufpassen. Pobi ist auch rein TP'd. Oh ja, Junge, da musste Owner gerade alles anspannen, ne? Also wirklich. Pobi kriegt die Wave hier unter Turm, weil Tibbers gespawnt wurde von Chovy. Der Crossmap-Play war auch viel zu spät. Auf die Wave davor hättest du den Kai'Sa-Play machen müssen, nicht jetzt erst. Und dann, ja, Toplane greift der Genji an, nachdem Herald gefallen ist. Da sollte auch Zeus nicht so strugglen, aber tut er halt. Weil hier, dass das Owners gerade noch so schafft, Annie zu killen und dann Tibbers muss er halt auch fighten, weil er kann von Tibbers nicht wegrennen. Tibbers kriegt Movement Speed, wenn Annie stirbt. Weil dann will Tibbers immer ihren Mörder ja fighten. Der Mörder war Owner. Und der Owner tötet einfach Tibbers, um rauszukommen. Leider hat er kein Smite Ready, sonst wäre es nicht schwer gewesen, aber so. 0-4 Chovy. Nein, wirklich starker Midlaner. Chovy ist richtig gut. Viele böse Stimmen sagen besser als Faker. Also, was heißt, ja, ist true, Landing Face, aber nicht true insgesamt. Mit Teamfight, Shotcalling und Co. Glücklicherweise fand Chovy und Faker beide zu Asia Games. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Ja, aber er steht nur hier 0-4. Er ist winnable. Oh, Owner, bitte nicht. Ich lob dich. Nein, Owner. Oh, no. Oh, yeah. Oh, yeah. Fein ist fein. Lieber Kiri als Owner. Die 700 Gold-Schattern sollen wir bitte behalten. Nicht abgeben. Das ist wichtiger als alles andere. But you still have a Fed buy. The Kazakhs, you know, he has his Eclipse now, and he can push deep vision if they start getting control of the map, because they don't have enough map vision now, or map control rather, to push that vision. Mit einem Mr. Nice Hugo für Absatz bekommen. Danke dir. Still trying to look for advantages. There's a timer on this though, because wirst du die Asia Games streamen? Weiß noch nicht. Das ist ein bisschen anders zu organisieren. Das wird ja organisiert von nicht Riot Games, weißt du? Der quasi der Olympische Bund Asien oder so, der das organisiert. Die anzufragen nach Filmrechten ist halt anders als Riot Games zu fragen, weil bei Riot Games habe ich halt direktere Verbindungen zu. Und der asiatischen Olympischen Spiele-Komitee habe ich jetzt nicht persönlichen Draht oder sowas, weißt du? Also, ich werde es anfragen, ich habe auch noch keine Ansprechperson oder sowas. Mal gucken. Much needed gold for the Gnar before he could TP in, but I just don't think T1 have enough control to contest. I don't think they will be able to. Gumushi is a long way away from this one as well, as the outer turret in the mid lane had already been taken. So Zeus, he will be able to secure this. And it is only the second Immer ein Top-Lane-Turm für den Drachen, immerhin. If these start stacking up, it becomes a huge problem. Just one, I think you can probably be okay with giving away, especially if you're able to collect yourself a turret for it. And Zeus just throwing houses around towards his top side. Might be able to get a little bit of damage onto this inner as well, especially with Keria and Ona in the area. Delight moves down. They're going to focus on the Gromp for the moment. It looks like this turret is going to stay up for now. They're just roaming around as for T1 here to look for Peanut if they can find him, or any, you know, vision clears that Delight is attempting. They're trying to set up some deeper vision here. And Peanut will, of course, come over here. He's got Unbeglaive and clear this ward so easily. There it is, but still trying to force mistakes out of Genji and trying to push these advantages, especially when you have an Moin, Auto, grüß dich, Mann. Guten Morgen. Have his Nashor's Tooth to be an even larger menace there. Feel pretty good about how T1 have taken what was a small advantage and try to turn it into a little bit deeper map control, but you could see the gold lead is faded now. It's actually a deficit here for T1, and this Jax
is going to start to be such a huge problem. And in these next 4 minutes, the choices that T1 make will define. Jax ist noch ein größeres Problem deswegen, weil du halt eben keinerlei Bifrost-Möglichkeiten hast, lange Trades zu spielen beinahe. Heißt, du bist jetzt sehr far behind im Top-Lane-Department. 2-0 Jax gegen 0-1 Gnar. 2 Items fertig bei Jax, der geht auch Blake lieber. Der hat super viel Ability Haste, also actually kann Nane nicht auf Zeit matchen. Er würde einfach Türme verlieren. Dementsprechend kann ich nachvollziehen, dass du jetzt Pobi gegen den Jax endest, aber auch der wird nicht gegen ihn gewinnen. Dann kann aber die Wave besser halten als der Nah. It's not like last game, which was really like do or die. You lose the early game, I mean, pack it up. And that's what they did. They moved. Ja, Pobi ist stark dabei. 2 Level über Chovy. Mehr CS als Chovy. Chovy 0-4. Pobi ist sehr, sehr gut dabei. Auch 2 Items bei Guma. Und natürlich vor allem Owner, der hier 4-0 steht. Der ist mächtig. Aber er sieht bei Peanut 2,5 Items, ne? The Clips, Umbra Glaive und Last Whisper ist halt super günstig. Und Kasis generiert sehr viel Bonus-Gold über halt sowas wie First Strike und Futures Market. Kann er kurz mal sich verschulden, um einen Power Spike früher zu hitten. Ja, und auch 30 ist jetzt mehr als Owner, der immer noch bei 1,5 Items chillt. Also, ja, das Game ist halt nicht leicht zu spielen gegen den Favoriten. Aber es ist winnable. Ein einziger Teamfight plus Nash und wir haben gewonnen. Wir brauchen einen einzigen Teamfight win. Wir haben eine gute Draft dafür. Und weil ultet rein, dann kann Kaiser oben drauf ulten und das Game ist spielbar. Und das hier ist wie gesagt der Part, wo er nichts mehr machen kann. Also schade, dass jetzt T1 die Lane reassigned hat, weil davor hatten sie ja Pobi gegen den Jax und hat Pobi die Wave rausgepusht bekommen. Jetzt swappt Doran runter und Zeus kann nichts machen. Noch Minions denied an Mass hier. Ja, gut von Doran gemacht, dass er nicht sofort den Turm nimmt, sondern noch die Minions sterben lässt am Turm. Um dann noch mehr Ressourcen zu entwenden. Ärgerlich, also so geht es aber auch immer weiter, es hört nicht mehr auf jetzt. Der Jax ist zu weit vorn. Hats off to Doran, man. The fact that he has now become a big pressure point for the team is... Oh, he's going to dive on top of Zeus. The hop does come through, though, as the boomerang comes out. And so Zeus... Verstehe nicht ganz, warum du dich hier für Strikebreak entschieden hast. Es gibt einige Matchups, in denen ich auch Strikebreak auf nahe gehe. Zum Beispiel gegen Cassiopeia Top habe ich es ganz gerne gekauft, immer wieder. Oder gegen einige andere Range-Top-Länder, die du slowen und all-in möchtest mit viel AD, aber gegen Jax, klar, du autotext nicht so viel, das wird der Gedankengang sein, aber dennoch. Schön von Owner. Und man trotzdem Tibas fighten, Tibas ist Full-Tank, Zeus TP't rein und macht erstmal gar nichts. Das heißt, was passiert jetzt? TP't jetzt sofort Doran auch noch rein oder spielt der TP Advantage aus? Wir haben Flash verloren bei Owner, wir haben TP verloren bei Zeus und währenddessen Genji einfach nur einen einzigen Summonspell aufgewendet und zwar das Ignite von Delight. Also ab jetzt wird Pobi gezwungenermaßen in Botlane gehen, denn er ist der Einzige, der noch TP hat. Doran hat ja kein TP mehr. Und dann wird er im Endeffekt Toplane rausgepusht werden von Chovy irgendwann. Zeus muss reinpushen und dann zum Drachen laufen oder geben wir den dritten Drachen auch noch ab? Oh bitte, wir sollten jetzt schon mal einen Drachen fighten, Jungs. No, Pobi, Pobi, nein, Pobi down, Pobi, nein. Pobi, was, nein, Pobi. Schöner Sidestep von Doran, sehr stark. Doran Sidestep sehr gut den Emperor's Divide proc und deswegen kann er da ohne Flash den Stun auf Azir durchkriegen und Forster mit dem Flash von Azir. Also jetzt kein Flash, keine Ult für den Drachenfight. Ich glaube, nachdem das jetzt verloren wurde, wird T1 den Drachen einfach abgeben. Ja, man sieht halt immer wieder, diese Fehler sind halt richtig typisch für einen Rookie. Und da einfach reinzulaufen, obwohl du illegal unterwegs bist. Das würden erfahrene Mitländer nicht machen, weil sie wissen, zum Zeitpunkt ist nicht legal, aber wie gesagt, der Mann führt hier insane Stiefel. Der Mann führt insane Stiefel, der kann da gar nicht reinpassen. Da kann man Pobi nur loben. Nur loben bisher für seine Performance. Auch wenn er solche Fehler macht, it is fine. It is to be expected. Ärgerlich. Der dritte Drache auch noch abgegeben hier. Aua, aua, aua. Wir bluten langsam aus. Kein Goldlead, keine Pressure, kein TP. Jetzt starten wir so halbherzig einen Nash-Versuch. Dann seht ihr ehemalige 800 Gold Shutdown bei der Weiß mittlerweile reingeschrumpft. Aber das ist ein guter Play. Double Mann auf Doran, ja. Stopwatch geforst, er muss dann nach Flash Leap striken. Macht er auch und er kommt raus. Ah, und jetzt ist Peanut da. TP von Chovy, Pobi tot. Ich verstehe nicht wirklich, der Rest von T1 hätte eigentlich hier Nash forcen können. Oh, wenn der Void-Seeker trifft, kannst du reinulten.
And Genji finding even more. Zeus is just going to frustratedly gnaw away Tibbers and doesn't even get the 50G. And the counterplay. Das Game wird immer mehr auseinander. Genji ist einfach besser, muss man so hart sagen. War auch von Anfang an natürlich klar. Genji ist das bessere Team. Mit Faker besteht immer wieder die Chance, dass man gewinnt. Letztes Split hat man ja 2-0 gewonnen gegen Genji. Also beide Best of Threes gewonnen. Und beide Punkte geholt, aber diesen Summer Split Hinrunde verloren, Rückrunde jetzt auch sehr lost, Toplane. Killt jetzt einfach der Jax die Wahl und das ist einfach Free Nash, ne? Aber jetzt Free Nash die 4-0 weiß tot. Owner, der so ein tolles Early Game gespielt hat. An allen 5 Kills beteiligt war und überall der Struppenzieher war und auch auf Plate hat der Botlane Dive, die Midlane Gangs. Alles war sehr gut von Owner. Aber ja. Jetzt ist er tot. Nash wird geforst und damit der Fight auf Keria. Keria 1 HP, Keria tot. Und der Schneeball rollt. Es war immer nicht so ein Stomp wie Game 1, aber dennoch, was ist das Resultat? Ein Drache, ein Top-Lane-Turm und ein paar Kills mehr. Guma hat kaum noch Mana, um hier einen Fight zu spielen. Vielleicht noch so 2, 3 Void-Seekers, dann ist er Aber es ist eh scheißegal, wann er tot ist. Theo ist auch noch dead. Oh no, Chat. Well played an Genji. Schöner Catch von Doran auf Owner. Der Jax ist sehr mächtig, hat auch Botlane überlebt wegen seiner Stopwatch hier. Ich finde den Play trotzdem fein. Das ist super sexy, dass du Botlane doublest. Und dann sollst du einfach bloß, nachdem er hier Sonne hast, einfach weggehen. Ich verstehe, dass hier Green weil ein HP ist, aber einfach, wenn Pobi und Zeus hier beide rausrennen, anstatt zu chasen, wäre es halt der Play gewesen. So werden sie halt ankollapsed und angeflasht und getötet. Okay. Und jetzt, wenn wir noch Südler sind von Doran, genau. Doran spottet auf dem Warp, bereitet seine Q gut vor. Mit dem Counter-Strike. Weil nachher ist einfach chasen. Ich bin 3 Level vorne, ich habe 80 Ability Haste, ich habe permanent Leap Strikes, permanent Auto-Attacks. Ja. Ja, da freuen sich die Fans zurecht. Stark von Doran, stark von Genji. Wichtiger Kill, der dann am Münder, dass du halt Keria dazu bringst zu Face-Checken. Dann tötest du erst Keria und dann tötest du den Nash. Dann tötest du noch Zeus, weil der nach vorne gesteppt ist ohne Grund. Zeus ist auch komplett wie ausgewechselt ohne Faker, also legit. Ja, also auch unentschuldbar eigentlich in Zeus Fall, weil der Mann ist ein sehr guter Spieler. Und mittlerweile ja auch seit 2 Jahren in der LCK. Eines der Top-Talente, die immer wieder sehr gut performen. Aber irgendwie auf individueller Ebene Laning Face in der Series gegen DRX, wie auch heute, einfach hops genommen gegen Spieler, die sonst hops sind. Also, dass er gegen Morgan und gegen fucking Doran so verliert, ist nicht unbedingt üblich gewesen. Außer Doran spielt seinen Monster Gragas. Doran auf seinen Monster Gragas ist, ja, der ist gefährlich auf Monster Gragas. Gragas gegen Jace, Toplane, Zeus auf Jace, Doran auf Gragas, Classic. That knockup is not going to connect, but that's going to be an inhibitor here at least for Genji. And it's like, as the game moves towards a little bit more of that topside meta that we've seen starting to develop. Okay, ja. Jovi hat noch Stopwatch, der kann hier nicht sterben. Tut auch nicht, aber Probi tötet immerhin Delight. Oh, die Dredgeline misst, den Rakan, den Norte, ach man, okay, GG. Picks up the triple here. Guma now after him. It's Zeus that locks down the kill, but they still will all die. And Genji, yes, they lose their AD carry. It was an overly aggressive play because pace has been a bit subdued this game. But the game is still over, Wolf. It's still over. They've got a minion wave here. They've got Baron. Richtig starkes Genji. Holy fuck, man. 18-0 ist realisierbar, ne? 10-0 in der LCK. Sehr, sehr stark. Letztes Split hat T1 es geschafft, 17-1 zu gehen. Genji kann hier das 18-0 perfekt machen. Mal gucken. Das ist ja das erste Game der Hinrunde gewesen für sie. Sie haben sehr eindeutig gewonnen gegen T1 ohne Faker. Handshakes wird sich geben, ist kein disrespektvoller Move. Wie gesagt, Peanut hat sich positiv gecastet, deswegen tragen auch alle Maske, weil sie würde niemand anstecken.